Das ist eigentlich schön, weil die Idee war gar nicht, dass wir uns überlegt haben: „Was können wir denn machen?“, sondern dass, unsere Freunde und Familienmitglieder und Freunde von Freunden uns, Estefania und mir immer wieder über WhatsApp Bilder geschickt haben. Genau, weil das Thema: „Ich kriege keinen Termin vor Ort, ich habe, einen Hautausschlag, ich brauche jetzt Hilfe“, hat viele Menschen beschäftigt. Und dadurch, dass wir in der Klinik tätig waren, und jeder das auch wusste, dass wir in der Hautklinik arbeiten als Ärztinnen, war das so ein ganz schneller Weg. Und wir konnten fast immer eine Diagnose stellen, aber dann war es auch vorbei. Wir konnten kein Rezept ausstellen oder es war nicht standardisiert, die Bilder werden runtergerechnet. Und dann haben wir uns überlegt, es wäre doch schön, so etwas zu erschaffen, wo jeder Mensch uns kontaktieren kann und nicht nur uns, sondern eben viele andere Hautfachärztinnen und Ärzte, die sich dann darauf spezialisieren. Ja, und so haben wir es dann sozusagen gemacht. Also, Dermanostik ist eine digitale Hautarztpraxis, eigentlich eine Hautpraxis per App. Das bedeutet, dass, es ganz normal über den App Store oder Google Play Store runtergeladen werden kann. Und dann werden Bilder geschickt von der Haut-, Haar- oder Nagelveränderung an unser Team und unsere Ärztinnen und Ärzte erstellen dann einen kompletten Arztbrief mit Diagnose, Therapieempfehlung und einem Privatrezept. Und das innerhalb von wenigen Stunden in der Regel, maximal 24 Stunden. Und dann kann die Behandlung wirklich digital direkt in einem durchgeführt werden, auch an Feiertagen, am Wochenende. Und das funktioniert alles ohne Terminvereinbarung, sondern rein auf dem Bild-Text-Verfahren. Also, das ist so der Ablauf. Also, unsere Zielgruppe ist tendenziell jede Person, die ein Smartphone besitzt und Internetzugang hat. Eigentlich das, was wir ja machen wollten, sind die Menschen erreichen, die keinen Termin vor Ort kriegen aus verschiedenen Gründen, weil sie immobil sind. Wir haben auch viele behinderte Patientinnen und Patienten, weil sie vielleicht auch in einem Umkreis wohnen, wo vielleicht auf 100 Kilometer oder auch weniger kein Hautarzt, keine Hautärztin ist. Und wir wollten auch die Menschen erreichen, die gar nicht in der Lage sind, für sich selbst einzustehen. Also Stichwort Menschen in Altenheimen oder in Pflegeeinrichtungen. Und das ist so ein bisschen unser Ansatz. Wir sehen natürlich, unsere Patientengruppe ist äh, so um das 30. bis 40. Lebensjahr im Schnitt. Wir haben viele jüngere Menschen, wir haben aber auch viele Ältere, die sich das von den Enkelkindern erstellen lassen. Oder wir haben auch viele, Neugeborene, Einjährige, Zweijährige, wo die Eltern das durchführen. Also, ich denke am Anfang, klar, wir starten bei den Digital Natives, aber es wird ja langsam in die breite Masse übergehen. Ich glaube, was uns unterscheidet, ist, zum einen, wir sind ärztlich gegründet und wir haben von A bis Z einen, ich finde, so sehr persönlichen Ansatz gewählt. Also, wir duzen die Patienten, wir machen bei Instagram, bei TikTok, Beiträge und sind sehr interessiert, in Interaktion mit den Menschen zu treten, aufzuklären. Es soll sich cool anfühlen und nicht nach: „Ich bin krank“ und, ja, dieses Unangenehme, sondern ich gehe ja total gerne auch mir die Haare schneiden oder, diese ganzen Behandlungen, die sind ja schön und ein Arzt oder ein Besuch bei der Ärztin wird ja nicht mit etwas Schönem verbunden. Und das wollen wir wandeln und das wollen wir in Richtung: „Hey, es ist okay, dass es dir gerade nicht gut geht. Schön, dass du da bist. Wir fangen dich jetzt einmal auf und bringen dich wieder in die richtige Bahn und das macht aber auch Spaß.“ Also, das ist das, würde ich sagen, unsere Patienten-Journey, die uns auszeichnet. Ich glaube, im Zeitalter so der Digitalisierung haben wir die Möglichkeit einer umfangreichen Aufklärung, einer absoluten Transparenz und einer Nachvollziehbarkeit. Also, ich nehme jetzt ein Beispiel. Ich kenne das früher auch in der Klinik, sind Patientinnen und Patienten gekommen, die hatten etwas an der Haut. Dann habe ich, gesagt, was es ist, eine Therapie verschrieben. Und gerade in der Ambulanz, wenn wir dort tätig waren, gab es keinen Arztbrief, sondern einfach nur das Rezept. Und spätestens dann sind viele nach Hause gegangen und dachten sich: „Okay, was habe ich jetzt eigentlich? Ich soll das zweimal am Tag aufschmieren, aber kann ich jetzt damit auch, ins Schwimmbad gehen oder muss ich jetzt irgendwie mein Handtuch, nicht mehr mit meiner Partnerin?“ Also, so diese ganzen Fragen, die sind, obwohl es persönlich ist und das ist auch gut so, sind trotzdem nicht transparent, nicht immer, also so, es gibt ja auch Ausnahmen, nachvollziehbar und informativ aufklärend. Wir nehmen dieses persönliche Gefühl
vermeintlich erstmal weg, weil ich nicht mehr den Blickkontakt mit den Menschen habe. Aber eigentlich schaffen wir gleichzeitig eine unfassbare Aufklärung. Und damit geben wir den Personen, die bei uns sind, auch eine Eigenverantwortung. Viele schreiben uns und sagen, ja, in ihrem Arztbrief, da steht, dass das jucken kann. Ich habe keinen Juckreiz. Ist das denn dann trotzdem noch die richtige Diagnose? Also wir merken, die Menschen lesen, die informieren sich richtig. Oder die schicken uns dann Texte oder Passagen und sagen, ja, ich habe weiter recherchiert. Und manchmal, das finde ich ganz außerordentlich, kommen sie auch schon vorbereitet zu uns. Also von daher glaube ich, Digitalisierung, sofern es richtig gelebt wird, ist eine unfassbare Ergänzung, teilweise auch ein Ersatz. Wie gesagt, teilweise. Und wenn es gut mit Vor-Ort-Behandlungen kombiniert wird, dann schaffen wir eine unfassbar starke Synergie, weil digital können wir natürlich Menschen mehr zeitlich helfen, also auch an Wochenenden, bequem von zu Hause und auch einer anderen Anzahl, weil es entfällt das: „Wie geht es Ihnen? Was machen Sie so?“ Also, dieser ganze Smalltalk, der auch wichtig ist, der ist dann erst mal weg und es geht um pure Medizin. Und das ist auch schön für die behandelnden, Ärztinnen und Ärzte. Die Telemedizin ist Gegenwart. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, es war Vergangenheit. Wir haben es 2020 gesehen, wir haben es 2021 gesehen und das ist Gegenwart. Es wird auch Zukunft sein. Und ich habe einen unfassbaren Respekt vor der Tätigkeit der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, egal ob in der Klinik oder in der Praxis. Und unser System braucht eine Veränderung und deswegen gibt es Digitalisierung. Wenn wir es nicht brauchen würden, würde es ja nicht angenommen werden. Aber wir sehen, ja, am Ende setzt sich das durch, was sinnvoll ist. Das ist wie die natürliche Selektion. Von daher, ich gehe noch ein Stück weiter. Wir brauchen von der Gesetzesgebung noch mehr Möglichkeit, noch mehr Spielraum, dass das auch erstattet wird, dass das besser zugänglich wird und dass auch vielleicht diejenigen, die in der Praxis tätig sind, sagen: „Hey, ich möchte vielleicht auch mal hybrid arbeiten. Ich möchte vielleicht auch Homeoffice machen können.“ Und ganz ehrlich, ich muss auch nicht als Patientin jedes Mal vor Ort gehen für 'ne Befundbesprechung. Ja, ich kann's ja auch digital machen. Das ist doch schön und da hinken wir so ein bisschen hinterher. Ich glaube, in der Zukunft wird es auch politisch noch viel aktiver angegangen, als wir es jetzt haben und deswegen ist vieles noch in der privatärztlichen oder in der Selbstzahlerleistung. Also, Telemedizin hat Grenzen, aber alles, was sichtbar ist von außen, also Haare, Nägel, Augen, wir können auch sogar Zähne, wir haben auch häufig Mund in der Mundschleimhaut, der Lichenruber, der in der Mundschleimhaut sich auch manifestiert, haben wir auch. Und das heißt, auch in der Zahnmedizin kennen wir das. Also, es gibt ja ganz viel Werbung für, Zahnschiene machen lassen, einfach durch ein paar Fotos. Das kommt. Also, das ist schon da. Das wird sich weiterentwickeln. Ich glaube aber, dass es nicht in naher Zukunft flächendeckend für alle Fachrichtungen, möglich ist. Einfach, weil, ja, wie soll ich das machen? Also, wie soll ich tasten? Wie soll ich ein paar Zusatzinformationen bekommen? Und auch was ich schade finde, muss ich auch sagen, das entfällt zum Teil eben in der Telemedizin, ist diese ganzheitliche Betrachtung. Ja, wenn ein Mensch reinkommt, dann sehe ich, wie ist der Gang, wie ist die Energie, ist der Blick so demotiviert, depressiv? Wie ist die Kleidung? Ist die Person gepflegt? Ist sie nicht gepflegt? Wie sind die Nägel? Knibbelt sie? Also, das alles entfällt und wir achten aber dann bei unseren Bildern auf andere Alternativen. Der Hintergrund, wenn die Person ein Foto macht, ist es aufgeräumt, ist es unaufgeräumt? Wie sieht die sonstige Haut aus? Wie schreibt die Person? Schreibt sie mit so Mikroaggressionen? Schreibt sie verzweifelt? Also, das heißt, wir achten immer noch auf das, was wir eben haben. Es sind andere Informationen, um dieses Gesamtbild herzustellen. Und eine Frage ist bei uns auch Beruf. Was machen Sie beruflich? Das fragen wir, um in unserem Kopf imaginär die Person zu erschaffen, zu wissen, mit wem spreche ich hier eigentlich? Wen behandle ich hier? Also, das ist auch ganz, ganz spannend, weil früher habe ich mir darüber auch nicht Gedanken gemacht und es ist unfassbar relevant für uns geworden. Ja, also wenn ich mir das richtig vor Augen führe, dann bin ich, überwältigt, wirklich überwältigt. Und wenn ich zu viel darüber nachdenke, werde ich auch emotional. Weil es ist so gewachsen, es ist entstanden und, ich kenne viele Menschen nicht, ja, klar, aber viele Menschen kennen uns und jetzt gar nicht mich als Person, sondern Dermanostik. Also, ich bin total dankbar und stolz mit so einem Team, das wir haben, so viel in meinen Augen Positives und, gesundheitlich zurückgeben zu können. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir noch mehr Menschen erreichen, dass vielleicht mein Wunsch ist, dass jeder weiß, dass es uns gibt. Und wenn es der Fall ist, wir eine Möglichkeit sind, sofern ihm nicht anders geholfen werden kann. Das wäre für mich, dann unfassbar schön, aber ich bin auch jetzt sehr, sehr dankbar.